Ja, und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal zu einem neuen Projekt von mir. Kholat nennt sich das Ganze. Das basiert wohl auf einer wahren Geschichte oder Begebenheit, sagen wir mal so viel mehr. Und ja, da ging es damals um irgendwelche russischen Teenies, die hier irgendwie im Schnee und Eis umher gekraucht sind. Wollten hier ein bisschen irgendwo was erkunden und hast du nicht gesehen. Ja, und darauf basiert dieses Spiel. So eine Art kleines Horror-Survival, würde ich bald mal behaupten. Und ich habe jetzt hier eigentlich noch nicht großartig was gemacht, außer beim Spiel habe ich mal so ein bisschen reingeguckt. Die Helligkeit habe ich schon angepasst und hast du nicht gesehen. Sprache, ja, wir können natürlich auch gerne auf Polski stellen, aber dann verstehe ich noch weniger, als ich sowieso schon verstehe. Aber naja, der Untertitel ist an, der ist ja zumindest auf Deutsch. Hier die Helligkeit habe ich schon mal, wie sonst auch immer. Ich lasse es ja auch immer gerne ein bisschen heller für euch. Kennt das ja, YouTube dunkelt das ja auch noch immer ein bisschen ab. Ja, und hier bei der Lautstärke, die Musiklautstärke habe ich jetzt nicht so hoch gedreht. Und ich denke doch mal, dass das so halbwegs hinhaut. Wenn nicht, dann, wir könnt ja noch immer wieder stellen, ne? Von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und lassen uns überraschen. Achso, und was kann ich noch sagen? Achso, rauskam das Ganze, das ist noch gar nicht lange her. Das war am 8. März dieses Jahres. Ja, aber sonst so direkt mehr weiß ich jetzt auch nicht so darüber, über dem Spiel. Aber das spricht mich doch auch wieder sehr an, nachdem ich den kurzen Trailer und mir das da durchgelesen hatte. Aber jetzt mal ruhig. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident.
no external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Oh, und ich muss sagen, jetzt kann ich ja wieder reden, ne? Grafisch sieht es wieder sehr, sehr schön aus. Und jetzt auch wieder schöne Musik gerade im Hintergrund. Achso, und wo ich doch auch gerade sagte, da das ja so eine Art Survival-Horror ist, habe ich noch ganz vergessen zu sagen, das ist auch so halbwegs in, also wir können hinlaufen, wo wir wollen, ne? Also quasi Open World Prinzip, so halbwegs gemacht, irgendwie wohl. Ich weiß gar nicht, können wir laufen? Ah, wir können auch laufen, das ist sehr schön. Können wir hier auch zufällig irgendwo rein? Aber wir haben jetzt auch noch gar nicht. Ich möchte gar nicht so viel quatschen, weil die Musik so schön ist. Aber naja. Achso, und was ich euch noch wieder ans Herz legen kann, ist, so wie ich ja auch schon mal bei dem Slender Survival sagte, diesem Horror-Game, wenn ihr das guckt, ne, dann hört euch das aber auch mit Kopfhörer an. Das ist immer noch ein bisschen einen Zacken schärfer gemacht alles. Und wo ging noch hier auch? Ah, hier ist Kriechen. Alles klar. Springen, das können wir wohl... hier können wir ein bisschen zoomen. Aber springen oder so, das können wir nicht. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt schon nicht, wo wir überhaupt hin sollen. Ich möchte mich hier natürlich auch überall gerne umgucken. Oh, und Fußspuren haben wir auch anscheinend. Sehr schön. Sehr schönes Detail wieder. Finde ich auch immer gut, dass sie daran auch immer denken an sowas. Auch wenn nur Kleinigkeiten sind, aber die machen doch schon eine Menge her, in meinen Augen. Oh, ich merke gerade, wir können auch gar nicht so lange laufen. Und das Dorf, oder was das hier sein soll, das scheint ziemlich leer zu sein. Hier kommen wir gar nicht rein irgendwo, ja? Okay, hier, guck mal, hier vorne ist ein Tor. Kriegen wir das auf? Nee, das sieht doch alles sehr zugeweht aus hier vom Schnee. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir... Junge. Ich könnte mir sowieso gut vorstellen, dass wir hier sowieso nirgendwo reinkommen. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Startpunkt, also zum Zug hier. Ich weiß nicht, ob wir gerade mit dem Zug gekommen sind, oder... Nee, das glaube ich kaum, weil auf den Schienen ist ja auch noch Schnee drauf. Also, wie sind wir hier überhaupt hergekommen? Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt doch einfach hier erstmal lang. Gucken uns das hier alles mal ein bisschen an. Ah, und wir... Ja, das meinte ich nämlich. Wir können auch gar nicht so lange laufen. Jetzt müssen wir erst wieder richtig... Ah, wenn ich stehen bleibe, geht das doch schneller wieder. Wir müssen also erst wieder verschnaufen. Sehe ich da jemanden? Nee, ne? Nee, ist ein Baum, ne? Ruhig. Schön verschnaufen. Können wir ja ruhig machen. Wir brauchen uns ja auch nicht... ja hier auch nicht hetzen. Und mir war so, als wenn ich eben schon irgendwas gehört habe. Alter.
Der olle Schneesturm, der macht einen auch zu schaffen. Aber auf jeden Fall, wie ich schon sagte, grafisch finde ich es ja auch wieder sehr, sehr hübsch. Und ehrlich gesagt, da kommen wir doch gar nicht lang, oder? Pass mal auf, ich probiere jetzt erstmal hier nochmal lang zu gehen. Ne, hier ist ja auch zu. Hä? Müssen wir vielleicht doch in die Stadt? Oder in dem kleinen Dorf bleiben? In dem kleinen Dorf bleiben? Hier kommen wir definitiv nicht hoch. Wir können ja weder springen noch sonst irgendwas, noch klettern oder... Aber das sieht aus, als wenn das ein Weg ist, ne? So, wir laufen mal noch mal ein bisschen. Vielleicht kommen wir da ja irgendwo hin. Ah, hier ist auch ein Weg, guck mal. Pass auf, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ach so, und wer jetzt hier großartig Jumpscares, also wer darauf hoffen tut, ne, der ist hier völlig falsch. So was soll hier nämlich gar nicht kommen. Ich vermute auch mal ganz stark, da das so eine, da das mehr, oh, guck mal, das sieht doch schon mal sehr interessant aus hier. Da das hier mehr so eine Art, naja, mehr ruhigeres Horror-Let's Play wird. Hier sind doch Fußspuren. Are you coming to me? Das verheißt ja schon das Gute hier. Barfuß und dann im Schnee. Der muss doch frieren. Achso, und vielleicht werde ich auch bei diesem Game jetzt hier nicht jeden Part, aber vielleicht manche Parts auch ein Stückchen länger machen. Extra für euch. Müssen wir mal schauen, wie wir da, wie ich das hinkriege, ne? Nein! In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Alter, was? Ich sehe nichts. Alter, Scheiße. Ich sehe gar nichts. Das ist alles weiß. Okay, zur Not können wir ja immer noch auf die... also, hoffe ich jedenfalls mal, aber die müssten ja normalerweise gleich wieder zuwehen, ne? Die Fußspuren von uns. Alter, Kacke. Ich sehe wirklich gar nichts hier. Das kann ja noch was werden hier, war ganz ehrlich mal. Ich sehe nichts. Ich kann jetzt hier wirklich nur auf gut Glück umherlaufen. Ja, also, was soll ich machen, ne? Hier kann ich jetzt wirklich nur auf gut Glück erstmal durch den Schnee stapfen. Boah, das muss doch total kalt sein jetzt hier gerade. Ganz ehrlich mal, Alter. Gerade in so einem Schneesturm war ich auch schon mal gewesen. In so einer Situation, wo richtig Schneesturm war. Aber da muss ich dazu sagen, ich konnte noch was sehen. Ne? Das ist jetzt hier gerade auch gar nicht der Fall. Also, Alter, in dem Sinne Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Erstmal, wie gesagt, die Kälte. Und dann siehst du nichts. Du weißt gar nicht, wo du hinläufst. Ich laufe jetzt hier wirklich nur die ganze Zeit schon geradeaus. Da ist doch was. Das sind die Zelte. Aber niemand zu sehen. Auf jeden Fall gehen hier Fußspuren
Das sind noch die von uns jetzt gerade gewesen, aber hier gehen noch Fußspuren raus, ne? Was können wir denn hier machen? I am right behind you. Oh, oh, der Kompass dreht völlig durch. Na, das weiß doch nicht Gutes. Ja, zumindest haben wir jetzt schon mal einen Kompass, ne? Aber da muss ich auch wieder dazu sagen, ich kann keinen Kompass lesen, Alter. Der, so viel weiter hilft uns der jetzt auch nicht. Oder mir viel besser gesagt, nicht? Naja, irgendwie werden wir das schon in den Backen kriegen, wa? Leute, da steht ihr voll hinter mir, ne? Ja, das fängt schon gut an, muss ich sagen. Die fällt mir schon mal sehr gut. Nicht verkehrt. Also die Dings hier, na, sag doch. Die ganzen Sachen, wie das hier vonstatten geht schon und hast du nicht gesehen. Schon sehr lustig bis jetzt. Ach, das ist jetzt Have schon you ever Akt. tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Ja, und wieder verheißt das doch nichts Gutes, ne? Alter, die Fußspuren verschwinden sogar. Ey! Bleib hier! Können wir hier vielleicht noch... Was? Aha. Ja. Hm. Ja, da sind wir wieder beim Kompass und die Karte. Was haben wir hier noch? Nichts. Ja, ist doch klar, ne? Wir fangen jetzt erst an. Okay. Warum ist der Text jetzt weg? Ich kann nicht weiterblättern. Wieso ist denn der Text jetzt weg? Ach, das war jetzt halt nur noch mal so. Als Tutorial, ja, oder so. Vermute ich mal. Die Taschenlampe haben wir jetzt hier auch, ja. Das ist sehr schön. Ja, und was ich gerade noch sagen wollte, Karte und der Kompass. Da werden wir noch, oder wie gesagt, ich viel mehr, bestimmt noch ziemliche Schwierigkeiten bekommen. Okay, wir sollten ja auch vielleicht nicht so viel laufen jetzt. Zuerst, wir sollten uns doch vielleicht lieber alles ein bisschen aufsparen, wenn wir wirklich mal laufen müssen. Ich weiß ja nicht, was uns hier, ob uns hier was jagt oder überhaupt irgendwas. Keine Ahnung. Was ist das denn? Kann ich hier reingehen? Was ist das? Schon wieder eine I Notiz. set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them
what the unit's role was in this mission, and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. Aha, ja, nach 500 Metern verlor sich dann wohl irgendwie nachher die Spur und Alter! Wo war der Typ gerade? Ist der hier lang gelaufen oder war das da? Das war hier, ne? Alter Schwede, wa? Wo ist der hin? Ist der da hinten hingelaufen oder? Da liegt doch schon wieder irgendwas, ne? Nee, doch nicht. Ist nur ein Stück Felsen. Alter, krasse Scheiße, wa? Das sieht doch aus, als wenn wir da lang kommen, ja? Ja, also, wie wir eben schon mitbekommen haben, in dem Text, der uns ja auch vorgelesen wurde, leider nicht auf Deutsch. Monika, bist du es? Da muss man sich wieder mit so einen blöden Sprüchen oder Witzen bei Laune halten. Weil ich denke mal, jetzt geht das bestimmt auch so langsam los. Und hier leckt jetzt gerade ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Eieieiei. Also sieht wirklich schon sehr, sehr nice aus hier. Sehr geil. Hört sich auch nicht so gut an. Ey, Alter, und ich muss sagen, die Playstation hat jetzt hier gerade wieder ganz schön zu tun. Das leckt ja hier am laufenden Bande. Alter. Das kommt doch immer... Ich höre das hier von links und rechts, von überall hört das. Teilweise auch sehr, sehr, sehr dicht. Jetzt gibt mal ein bisschen Kette hier. Da ist doch aber was, ne? Oder nicht? Oder täuscht das schon wieder so? Alter, hier sind ein Haufen Wege, wa? Jetzt weiß ich, warum wir die Karte brauchen. Und den Kompass. Hier ist doch irgendwas. Sag ich doch. Ganz schön klein alles, ne? Aber naja, kriegen wir schon hin. Aha. Alter, wenn der das wegpackt, ne, das Buch, das macht so ein lautes Geräusch hier gerade auf dem Kopfhörer. Da kackst du dir. Tja, Leute.
Und ich würde... Ach nee, ich wollte gerade sagen, da hinten brennt es, aber... Doch nicht. Leute, würde ich jetzt auch erstmal sagen, das sollte auch erstmal gewesen sein für diesen Part. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich hau es hier auch gar nicht so weit ab. Ich kann hier, und dann werde ich mir jetzt auch erstmal offscreen ein bisschen mit der Karte auch beschäftigen und den Kompass vor allem. Damit ich das hier überhaupt irgendwie ein bisschen hier schessen kriege. Ja, ist ja gut. Und ja, dann hoffe ich doch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bei der nächsten Folge Kholat. Also, wenn euch auch schon wieder mal ein bisschen gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen darüber und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.